Aus der Lokführerperspektive ergeben sich komplett neue und ungewöhnliche Einblicke in die eigene Modellbahnanlage. Man schlüpft quasi in die Rolle eines kleinen Preiser Triebwagenführers, der auf dem Führerstand einer H0 Diesellokomotive oder am Regler einer Modell-Dampflokomotive seine Schattenbahnhöfe und andere ansonsten verborgene Bereiche seiner Gleisanlagen abfährt. Viel intensiver als sonst erlebt man mit, wie sich der eigene Zug dank der Gleisüberhöhung in die Kurve legt und einem entgegenkommenden Güterzug begegnet. In diesem Video möchte ich zeigen, wie die Fahrszenen der Führerstandsmitfahrt auf meiner Modelleisenbahnanlage entstanden sind. Dabei werde ich auf zwei Aspekte eingehen. Erstens auf das Filmen selbst, mit welcher Kamera ich den Clip aufgenommen habe und wie ich den Kamerawagen gebaut habe und auf welche Aspekte man dabei meiner Meinung nach achten sollte. Im zweiten Abschnitt zeige ich die Nachbearbeitung in einem Videoschnittprogramm, wodurch die eindrucksvolle Sicht aus dem Führerstand heraus entstanden ist und durch die man perspektivisch erst so richtig in sein eigenes Modellbahnreich versetzt wird. Als Aufnahmegerät für Film und Ton verwende ich eine rund 10 Jahre alte Minikamera namens die Light 720, die ich mir damals extra für diesen Zweck zugelegt hatte. Nach heutigen Maßstäben ist die Bildqualität leider etwas bescheiden, wobei sie offiziell sogar 1280 x 720 Pixel und HD-Auflösung bietet. Vor allem im Nahbereich lässt die Schärfe leider sehr zu wünschen übrig, was man bei Lokfahrten sogar noch halbwegs verschmerzen kann. Möchte man näher an die gefilmten Objekte heran? Momentan experimentiere ich auch mit gefilmten Fahrten über die Straßen meiner Anlage aus der Perspektive eines Preiserlein-Pkw-Fahrers. So gelangt die Kamera leider sehr rasch an ihre Grenzen. Ihr großer Vorteil ist jedoch ihr kleines Gewicht und die geringen Abmessungen. So wiegt sie lediglich 20 Gramm und ist mit einer Breite von 35 mm, einer Höhe von 13 mm und einer Länge von 5 cm kompakter als eine Streichholzschachtel. Man kann sie dadurch problemlos auf nahezu jedem Wagen unterbringen. Wobei man heutzutage sicher bei der Suche eine deutlich besser geeignete Kamera finden kann. Sie muss nur ebenfalls klein genug sein und eine brauchbare Bild- und Tonqualität liefern. Als Basis für meinen Kamerawagen habe ich einen sechsachsigen Schwerlastwagen SSYM 46 von Marklin verwendet. Der Rundwagen ist schön flach und in Kombination mit der kleinen Kamera bekommt man die passende Perspektive auf die Strecke. Nicht zu sehr von oben herab, sondern in etwa wie wirklich der Blick aus dem Frontfenster einer Modellbahnlokomotive wäre. Zudem sollte man nach Möglichkeit tatsächlich einen Wagen mit Drehgestellen verwenden, da dieser im Allgemeinen ruhiger als ein Zweiachser läuft. Wobei es sicher ein normaler Vierachser auch tut. Aber bei der Suche nach einem geeigneten Waggon ist mir dieser gut passende Sechsachser in die Finger geraten und so ist eben er mein Kamerawagen geworden. Für die Fixierung der Kamera habe ich eine ganz einfache, provisorische, zusammengeschusterte Aufnahme aus Kartonresten gebastelt, die aber wunderbar ihren Zweck erfüllt und die Kamera fest in ihrer Lage hält. Positioniert habe ich die Kamera ganz bewusst fast mittig auf dem Flachwagen, da der Betrachter so sehr viel sanfter in die Kurven mit einschwenkt. Aber das ist sicher Geschmackssache. Anderen mag es besser gefallen, wenn man, wie bei der Fahrt auf der Kinderachterbahn Wilde Maus, gefühlt fast schon geradeaus über die Gleise hinausgeschossen ist, bevor die wilde Kurvenfahrt beginnt. Das kann man ebenfalls ganz einfach erzielen, wenn man die Kamera, wie oft in Videos zu sehen, ganz nach vorne auf den Waggon legt.
Für die Filmaufnahmen habe ich meinen einfachen Kamerawagen direkt vor die Baureihe 218 gesetzt, aus der heraus später auch der Betrachter als Lokführer mitfahren soll. Denn so habe ich gleich die passenden Töne der Diesellokomotive mit eingefangen und muss das Video in dieser Hinsicht nicht mehr nachvertonen. Die frühere V168 ist es geworden, weil dies der einzige Führerstand einer Diesellokomotive ist, den ich als Bild habe. Zum Glück habe ich auch von dieser Baureihe ein Lokmodell mit Sound von ESU. Denn neben einer Baureihe 103 habe ich wohl nur Führerstände von Dampflokomotiven fotografiert. Die waren aber, wegen der schlechteren Sicht nach vorne, für mein Vorhaben weniger gut geeignet. Ist man nun mit diesem kurzen Kamerazug die Strecke abgefahren, die man zeigen möchte, und hat die gewünschte Filmsequenzen mitsamt Ton im Kasten, so kann man a. noch das Bild des Führerstandes in einem Bildbearbeitungsprogramm nachbearbeiten und diesen dann b. in einem Videoschnittprogramm über die Filmsequenz legen, damit der Eindruck entsteht, man sei sie tatsächlich direkt in der Lokomotive. Für die Bildbearbeitung verwende ich Adobe Photoshop, wobei auch viele andere Programme geeignet sind. Das Foto, das mit einer sehr kurzen Brennweite von rund 14 bis 21 mm aufgenommen sein sollte, um alle wesentlichen Elemente mit aufs Bild zu bekommen, wird zunächst entzerrt, damit die Perspektive halbwegs stimmt, dann Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe etc. optimiert. Schließlich ersetze ich die Fensterausschnitte durch gleichmäßige grüne Flächen. In diesen erscheinen später mittels der sogenannten Greenscreen-Technik die Bilder der Streckenfahrt, während der Rest des Führerstandes im Vordergrund stehen bleibt und es aussieht, als wäre man selbst in der Lokomotive. Ist diese Sisyphus-Arbeit erledigt, benötigt man für den letzten Arbeitsschritt ein Videoschnittprogramm, mit dem man die grünen Flächen in den Fensterscheiben sozusagen ausschneiden und dafür die Kamerafahrt einblenden kann. Ich verwende hierfür mittlerweile DaVinci Resolve, eine Software, die in der Basisversion gratis von Blackmagic Design angeboten wird. Wobei diese kostenlose Version sehr viel mehr bietet, als ich benötige und in meinen Augen besser ist als die kostenpflichtige Software Adobe Premiere Elements, die ich lange für den Videoschnitt verwendet habe. Wir öffnen DaVinci Resolve, starten ein neues Projekt und laden im Reiter Media das manipulierte Bild des Führerstandes und das Video der Kamerafahrt. Falls die Bildrate geändert werden soll, wir uns aber sicher sind, mit der korrekten Bildfrequenz gefilmt zu haben, können wir den Vorschlag dankend ablehnen. Klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Video, können wir Create a New Timeline using Selected Clip auswählen. Mit Create wird eine neue Zeitleiste erstellt. Im Reiter Cut klicken wir mit der rechten Maustaste links unten in diesem Bereich, dann können wir eine zweite Video-Zeitleiste erzeugen lassen. In diese neue Leiste ziehen wir das Standbild, welches nun über das Video gelegt wird. Wir fassen das Bild am rechten Rand und ziehen es so lang, wie auch das Video ist. Dann gehen wir auf den Reiter Fusion. Mit Steuerung und Leertaste öffnet sich ein Fenster, in das wir Delta eingeben und dann den Vorschlag Delta Keyer auswählen können. Jetzt greifen wir die Pipette und ziehen sie auf eine grüne Fläche in einem der Fenster. Nun sieht man bereits, wie die Fensterflächen wie von Geisterhand ausgeschnitten werden. Möchte man das Ergebnis noch optimieren, kann man zunächst auf Matte klicken, dann unter View Mode ebenfalls auf Matte umstellen. Nun die beiden Regler so lange feintunen, bis die weiße Fläche rein weiß ist, also nichts vom Hintergrundvideo mehr durch den Führerstand hindurch scheint. Aber auch die schwarzen Flächen immer noch schwarz sind, die grünen Flächen also komplett durchsichtig bleiben. Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, wieder den View Mode auf Final Result umstellen, dann ist man eigentlich soweit fertig und kann sich im Reiter Cut bereits zum ersten Mal sein Kunstwerk anschauen. Falls man möchte, kann man noch weitere Soundeffekte hinzufügen.
Zum Beispiel, damit man den Warnpfiff bei der Einfahrt in einen Tunnel oder entgegenkommende Züge besser hört. Ist dies geschehen, gehen wir auf Deliver, legen den Dateinamen und das Ablageverzeichnis fest. Wenn ihr YouTube-Videos hochladen und meinem Kanal Konkurrenz machen möchtet, so empfehle ich als Format MP4 eine Auflösung von 1920 x 1080 HD und eine Framerate von 30. Mit Add to Render Queue und Render All wird das finale Video erzeugt. Viel Spaß und guten Erfolg, falls ihr ebenfalls beeindruckende Videos von Führerstandsmitfahrten über eure Anlage erzeugen möchtet. Würde mich freuen, diese bald auf YouTube bewundern zu können. Ansonsten vielen Dank für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Falls ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage besteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch die weiteren Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.